Let's go. Was geht ab? Ich bin Sant, ich bin 21 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und ich mache Musik seit 5 Jahren und ja, meine EP Roxana ist kürzlich erschienen. Ich arbeite viel zusammen mit meinem Homie und meinem Producer Lavin und ja, so viel zu mir. Strukturiert oder spontan? Ja, das wird auf jeden Fall eher spontan sein. Also ich bin eher spontan, genau. Nicht so viel Struktur eigentlich bei Sachen. Also es gibt manchmal, wenn man irgendwie Projekte angeht, jetzt zum Beispiel auch bei der EP, die wir gemacht haben, irgendwann brauchst du eine Struktur. Ist auch gut, dass du dir irgendwie am Anfang irgendwie so, ich sag mal, irgendwie so einen roten Faden aufbaust, an dem du dich dann so langarbeiten kannst. Deswegen, ich würde schon sagen, irgendwo ist Struktur da, wenn man Musik macht. Aber der Prozess selber von, wenn was entsteht und wenn was irgendwie passiert und dann hat man eine Idee oder man recordet was und das ist auf einmal krass, man bearbeitet es ein bisschen oder wie auch immer, das ist eigentlich immer alles sehr, sehr spontan. Genau. Musikvideo oder live? Auf jeden Fall live, würde ich sagen. Live bringt am meisten Spaß. Wir hatten bis jetzt auch schon 3 Shows hatten wir bis jetzt schon einmal. Einmal auch sozusagen, wo ich als Main Act da war, haben wir selber organisiert. Und das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gebracht. Ist halt so krass zu sehen, ne, weil irgendwie die ganzen Emotionen, die ganze Liebe, alles, was man reinsteckt in die Musik, halt kriegt man da halt so als Live-Feedback zurück. Die Leute rasten aus und sowas. Wir hatten einen Typ, der hat sich bei uns den Arm gebrochen bei einem Moshpit. Also das ist schon krass, ne? Und das waren, was weiß ich, 200, 300 Leute so. Da fühlt man schon mal nochmal eine ganz andere Energie, so sag ich mal, ne? Genau. Hamburg oder Neverland? Boah, das ist schwierig. Das ist eine gute Frage, das ist gut überlegt. Ja, ich würde sagen, irgendwo Neverland. Nee, also ich würde irgendwie sagen, keine Ahnung. Ja, Hamburg ist irgendwo schön. Mit Hamburg verbinde ich natürlich, ne, ist meine Heimat, so da kommen wir her, da hat sich irgendwie alles so angefangen aufzubauen. Aber ja, es hat auch schon, gerade bei uns am Stadtrand, gibt es auch nicht so schöne Pflaster und sowas und es ist oft auch manchmal, wenn man das Leben um sich rum so sieht, was da passiert, auch manchmal nicht so schön. Deswegen, ich würde schon sagen, Neverland. Schöne Traumvorstellung. Größte Inspiration? Größte Inspiration? Goldlink. Vintage oder High-End? Auf jeden Fall Vintage. Einfach bedingt durch die knappe Börse. Aber auch so, also es ist einfach King. Lieblingsaccessoire? Lieblingsaccessoire? Gute Frage. Ja, ich habe eine Kette hier um. Die hat auf einer Seite, ich weiß nicht, ob es das Mikrofon, aber die hat auf einer Seite auf jeden Fall hier Silber und auf der anderen Seite Perlen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, so in die Kamera. Genau, das ist auf jeden Fall was ich gerade gerne trage, gerne rocke. Genau. Wer ist dein größter Fan? Mein größter Fan? Ich hatte bis jetzt bei allen Live-Shows, bei denen wir waren, gab es einen Kollegen, den wir auch dadurch erst richtig kennengelernt haben, der war immer ganz vorne mit dabei, hatte auch so lange Haare, ne, und dann immer komplett verschwitzte lange Haare und schreit alles mit und so, ne. Und den haben wir darüber kennengelernt, der ist auf jeden Fall schon der biggest Supporter, der fühlt alles und ich glaube, der wird für mich auch um die Welt laufen. Mitternacht oder Morgendämmerung? Mitternacht. Dadurch, dass wir immer arbeiten zu der Zeit, erleben wir das am meisten irgendwie. Euro, Dollar oder Yen? Schauen wir uns mal den Kurs an. Nee, ja, Euro, ne? Also ich war noch nie in Amerika, ich war noch nie im asiatischen Raum. Ich würde sagen Euro. Wo gibt es den besten Döner in Hamburg? Boah, das ist eine gute Frage auch wieder. Also egal, was ich jetzt auch sage, es wird falsch sein, auf jeden Fall. Weil da jeder, glaube ich, andere Meinung hat. Ja, bei uns in Harburg, ich weiß gar nicht. Was gibt's denn? Welcher ist denn der Beste? Sag mal welchen? Kaya-Döner. Ja, okay, Kaya-Döner ist echt Baba. Ja, Nummer. Kaya-Döner. Okay, ich sag Kaya-Döner. Genau, Shoutouts. Du gewinnst im Lotto, was ist dein erster Kauf? Ich
Ich gewinne im Lotto. Mein erster Kauf wäre tatsächlich, der auch auf der EP, auf der Roxana EP, auf dem Cover, ist das ein weißer BMW und den habe ich eine Zeit lang gefahren. Der hatte dann aber leider einen Motorschaden. Und weil ich zu der Zeit broke war, konnte ich mir das nicht irgendwie leisten, den wieder reparieren zu lassen. Deswegen mussten wir den leider verkaufen für relativ wenig Geld. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, weil jetzt natürlich die Frage kommt, wie ist der auf dem Cover dann von Roxana, dass der doch wohl nicht ganz so am Arsch war, wie wir dachten. Und dass der Käufer den wieder gefixt bekommen hat. Und ich glaube, ich würde halt einfach, wenn ich im Lotto gewinne, also das allererste, was ich machen würde, ist halt, ich würde ihn anrufen, ich würde eine überdimensional hohe Summe dafür geben und einfach mir dieses Auto wiederholen, weil damit verbinde ich einfach so eine geile Zeit, irgendwie so eine Schule vorbei, alles ging irgendwie los im Leben, so man hat angefangen zu grinden und alles so, also ja. Beste Ort, um Ruhe zu finden? Bester Ort, um Ruhe zu finden, ist tatsächlich zu Hause, würde ich sagen. Ja, zu Hause. Dein Traumfestival? Traumfestival, wo ich mich sehe irgendwann. Ja, ich würd schon gerne Klassiker, so eine Splash, Frauenfeld. Hätte ich schon sehr Lust drauf irgendwie. Ja.